Als die Dämmerung über das Grasland in der Nähe des Beale Forest hereinbrach, nahm die Löwenmutter ihr Junges mit auf ihre erste Jagd. Das Gras unter den Füßen war gelb, der Wind wehte sanft, die Löwenmutter führte ihre Jungen vorsichtig in die Nähe einer Herde wilder Büffel. Das Löwenjunge war erst ein paar Monate alt und tapste mit eifrigem und neugierigem Blick dicht neben seiner Mutter her. Seine Mutter war eine starke Löwin, die mit großem Mut viele große Beutetiere erlegt hatte. Plötzlich erkannte ein riesiger Büffel die Gefahr und startete einen heftigen Gegenangriff. Die Löwenmutter brüllte und stürzte sich auf den Löwen, konnte dem donnernden Schlag auf ihre linke Flanke jedoch nicht ausweichen. Ein lautes Krachen war zu hören, der Körper der Löwenmutter wurde hochgeschleudert und fiel zu Boden. Das Löwenjunge schrie und rannte zu seiner Mutter zurück, rieb sich den Kopf und gab schmerzerfüllte Geräusche von sich. Die Löwenmutter lag regungslos und hatte Schmerzen, ihre Atmung wurde allmählich schwächer und setzte schließlich aus. Keine Herde erschien, um zu helfen, das ganze Grasland wurde unheimlich still und kalt. Das Löwenjunge kuschelte sich an den Körper seiner Mutter, seine Augen füllten sich mit Tränen, und es leckte ununterbrochen die Wunde, die allmählich abkühlte. Es regnete leicht, in der Ferne grollte Donner, das Löwenjunge lag noch immer zusammengerollt neben dem Körper seiner Mutter. Über Nacht begannen Fliegen über der Leiche zu schwärmen und in der Ferne kreisten Hyänen und warteten. Am nächsten Morgen musste das Löwenjunge aufstehen, seine Augen waren leer und hungrig. Es blickte noch einmal zu seiner Mutter zurück und ging dann langsam fort, um seine Reise als Weise anzutreten. Das Löwenjunge wanderte ziellos umher und folgte nur den Geräuschen des plätschernden Wassers im rissigen Grasland. Es leckte Regenwasserpfützen auf, die sich zwischen Steinen und abgefallenen Blättern gesammelt hatten. Da ihm die Jagdfähigkeiten fehlen, geht er sogar Eidechsen und Wühlmäusen aus dem Weg. Es wurde hungrig, hatte nicht mehr die Kraft zu rennen oder zu knurren und kroch nur noch langsam Schritt für Schritt. Aufgrund von Unterernährung und Insektenstichen beginnt das Haar büschelweise auszufallen. Seine Haut schälte sich und war mit Kratzern übersät, und an seinen Zehennägeln klebten Schlamm und getrocknete Fäkalien. Ein Ohr ist entzündet und geschwollen, das linke Auge weist Anzeichen einer Infektion auf und ist leuchtend rot. Jede Nacht lag es zusammengekauert unter einem trockenen Busch und zitterte vor Kälte und Angst. Ohne Herde, ohne Mutter ist es nur ein kleines Geschöpf in der rauen Natur. Es schrie nicht mehr, nur ein leerer Blick und schleppende Schritte waren zu sehen. 5 Tage waren vergangen, sein Körper war abgemagert, sein Bauch eingefallen und seine Beine wackelten. Durch die heiße Luft nässten die Krusten auf seinem Körper und es entstand ein starker Geruch. Erneut trank es schmutziges Wasser aus dem Felsen und brach dann vor Müdigkeit und Erschöpfung zusammen. Es wusste nicht mehr, wohin es gehen sollte, seine Instinkte drängten es, weiter auf die unbekannten Geräusche zuzugehen. Die Sonne stand hoch, sie trat aus der Wiese, vor uns lag eine seltsame schwarze Asphaltstraße. Es war das erste Mal, dass er den heißen Betonboden betrat, auf dem ein ungewohnter Geruch nach Motoröl und Eisenstaub in der Luft lag. Das Geräusch von Motorrädern und Menschengesprächen hallte zurück, ließ ihn zögern und sein Herz schneller schlagen. Ein vorbeifahrendes Dreirad erschreckte ihn und ließ ihn vor Angst zittern. Es hatte nicht mehr die Kraft wegzulaufen und versuchte nur noch, einen Platz zu finden, an dem es den menschlichen Blicken entgehen konnte. Am Ende einer kleinen Gasse, die in die Stadt Dodola führt, schmiegte es sich in die Ecke eines verlassenen Hauses. Überwuchert mit Unkraut und zerbrochenen Ziegeln war dies der letzte Unterschlupf, den es finden konnte. Es lag zusammengerollt da, die Beine an den Bauch gedrückt, die Augen halb geöffnet, es atmete schwach und war bewegungslos. Fliegen bedeckten seine Ohren, Käfer klammerten sich an seine Beine und das Zirpen der Zikaden machte ihn noch verzweifelter. Seine Augen blickten auf die Straße und hofften auf nichts als einen friedlichen Tod. Doch das Schicksal ließ es nicht dabei bewenden, eine Gestalt näherte sich aus der Ferne. Frau Amara, eine alte Witwe, die in der Nähe des Waldes lebt, kam gerade vom Markt zurück, als sie im Dunkeln ein seltsames Wesen entdeckte.
Zuerst dachte sie, es sei ein Wildhund, aber als sie genauer hinsah, schnappte sie nach Luft, es war ein Löwenjunges. Aber es war zu schwach, abgemagert und hatte so starke Schmerzen, dass es nicht reagieren konnte. Sein Blick traf ihren, ein flehender Blick, der ihr das Herz schmerzte. Sie hatte keine Angst, sondern empfand nur Mitleid, denn sie hatte in jungen Jahren ein Kind verloren. Sofort rannte sie zurück, um ein Handtuch und eine Flasche warme Ziegenmilch zu holen und brachte sie heraus. Sie ließ es in seinen Mund fallen und tröstete es, während sie Tränen vergoss. Anschließend rief sie den örtlichen Ranger und ein nahegelegenes Rettungszentrum an. Ihre Stimme zitterte. Da ist ein sterbendes Löwenjunges. Bitte rette es. Eine Stunde später erschien der Wagen des Rangers mit dem Tierarzt im tiefroten Licht. Der junge Tierarzt namens David näherte sich vorsichtig und versuchte gemeinsam mit dem Ranger, es auf eine Holztrage zu heben. Sie brauchen keine Narkose, denn sie sind zu schwach, um sich zu wehren oder auch nur die Augen zu öffnen. Amaras Decke war noch immer um seinen zitternden Körper gewickelt. Auf dem Weg zur Rettungsstation Bale Mountains sagte niemand etwas, nur schweres Atmen war zu hören. Als sie ankamen, nannten sie Tami, was zweite Hoffnung bedeutet. Tami erhielt in dieser Nacht eine Infusion, eine antiseptische Creme und Antibiotika. Krätze wird gereinigt, lose Haare werden für eine gründliche Hautpflege abrasiert. Die Ärzte stellten fest, dass er aufgrund schwerer Unterernährung auch an einer leichten Herzinsuffizienz litt. Tami wurde in einen Brutkasten mit Infrarotlicht gelegt und ihre Augen waren stundenlang geschlossen. Am ersten Tag hat es nichts gegessen, sondern nur Wasser durch einen Schlauch getrunken. Am dritten Tag begann es, Ziegenmilch zu lecken und wechselte zu fein gemahlenem Fleischbrei. Eine Woche später konnte es langsam aufstehen und ein paar Schritte in dem kleinen Käfig machen. Tami gewöhnte sich an die Stimme des Arztes, besonders wenn sie Mrs. Amara hörte. Bei jedem Besuch versuchte es aufzustehen und rieb seinen Kopf an den Käfigstäben. Das Leben kehrte in seine Augen zurück, von einem leblosen Blick zu einem flackernden Licht. Nachdem sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert hatte, wurde Tami zum Überlebenstraining in ein halbwildes Gebiet gebracht. Ein Naturschützer zeigt ihm, wie es Beute verfolgt, falsche Hühner angreift und Hügel erklimmt. Tamis Reflexe waren anfangs langsam, aber allmählich gewann sie ihre wilden Instinkte zurück. Es lernt, sich zu verstecken, aus Büschen zu springen und sich jedes Mal mit Präzision auf falsche Beute zu stürzen. Das Haar beginnt gleichmäßig zu wachsen, die Haut erholt sich, der Körper wird allmählich stark und gesund und erhält eine stabile Haltung. Es knurrte leise, wenn sich Fremde näherten, war aber dennoch sanft zu Frau Amara. Ärzte überwachen Tami Monat für Monat, führen regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch und trainieren sie gemäß einem Lehrplan. Einmal hätte er beinahe eine echte Waldmaus gefangen, das war das erste Mal, dass er ohne Köder jagte. Obwohl sie erwachsen war, erkannte Tami immer noch Amaras Geruch und Stimme. Jedes Mal, wenn sie kam, kam es nah an den Käfig heran und rieb seinen Kopf an der vertrauten Maschenlücke. Sie brachte den alten Wollschal mit, der ursprünglich darum gewickelt war, jetzt abgenutzt und ausgefranst. Tami, du machst das großartig, sagte sie und streichelte das warme, dicke Fell. Tami zischte leise als Dankeschön, ihre Augen strahlten Vertrauen und Zuneigung aus. Experten bestätigen, Tami ist bereit, in die Wildnis zurückzukehren. Der entscheidende Tag ist gekommen, alle bereiten eine feierliche Entlassungszeremonie in den Wald vor. Im Wald des Bale Mountains Nationalparks wird im Morgenlicht ein großer Käfig geöffnet. Tami stieg langsam aus, holte tief Luft und rannte wie neugeboren in den Wald. Frau Amara stand dahinter, Tränen flossen, aber ihr Mund lächelte glücklich. Mach weiter, lebe das Leben, das du verdienst, flüsterte sie. Alle applaudierten und hielten den Moment fest, in dem ein Leben in die Natur zurückkehrte. Ein Löwenjunges, das einst in einer dunklen Ecke im Sterben lag, überlebte dank menschlichem Mitgefühl. Eine kleine Liebeserklärung einer armen alten Frau entfachte die Flamme des Lebens in der Wildnis neu. Inmitten der grausamen Natur beginnen Wunder manchmal schon mit einem einzigen Blick. Lieber Freund,
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.